Das Elephant Haven Café auf Koh Samui ist gerade ein Content-Favorit auf Social Media. Aber das Spannende ist nicht nur das hübsche Café selbst. Direkt gegenüber geht es auch um die ethische Haltung der Elefanten. Und genau das macht den Ort noch viel interessanter. Thailand ist berühmt für seine Elefanten, aber ihre Rolle in der Geschichte war lange viel größer. Sie waren früher eng mit Arbeit, Status und sogar Macht verbunden. Umso schöner ist heute der Wandel. Weg vom Nutzen für den Menschen, hin zu Schutz und Würde für Thailands Nationaltier. Dass man heute nicht mehr auf Elefanten reitet, sollte klar sein. Was viele aber nicht wissen, auch das berühmte Baden mit Elefanten ist für die Tiere selten Wellness, sondern Stress. Elefanten haben keine Schweißdrüsen, Wasser und Schlamm sind ihre Klimaanlagen und ihre Sonnencreme. Sie brauchen ihr Bad, aber zu ihren Bedingungen, nicht nach Zeitplan für zahlende Touristen. Wenn Menschen bestimmen, wann und wie oft ein Tier ins Wasser muss, hat das nichts mehr mit Tierliebe zu tun. Echtes Wissen darüber bekommst du nur in ethischen Elefantencamps wie das Samui Elephant Haven. Hier findet man die brutalen Elefantenhaken nur noch hinter einer Ausstellungsvitrine. Das Prinzip der ethischen Camps heißt Saddle Off. Kein Reiten, keine Shows, kein Baden mit Touristen. Füttern, beobachten und staunen. Dank Instagram finden inzwischen viele Besucher ihren Weg ins Camp. Es ist eins der Touri-Spots, die man auf jeden Fall immer aufsuchen kann und für den sich das Warten auch lohnt. Beachtet aber, dass man nur vor Ort bezahlen kann. Seiten, die Online-Payments für das Haven anbieten, sind Scams. Es gibt verschiedene Programme, die man buchen und dann vor Ort bezahlen kann. Unter anderem ein 3-Stunden-Programm morgens oder nachmittags mit einer vegetarischen Verpflegung am Ende oder das 45-Minuten-Fütterungsprogramm an 5 Slots am Tag. Am besten bucht man vorab online seinen Platz oder, wer wie wir spontan anreist, kann Glück haben und sich direkt anschließen. Es gibt einen großen Wartebereich und man erhält nach dem Kauf der Tickets Getränke und kleine Snacks. Bevor man sich den Elefanten nähert, schaut man sich einen kurzen Infofilm an, der selbst für die Kleinen, die kein Englisch sprechen, klar verständlich ist. Dieses vermeintliche Störgeräusch hier, das Sirren, sind die unzähligen Zikaden im Umkreis. Die hört man besonders in den tropischen Gegenden Thailands. Tagsüber sind sie besonders laut, aber man gewöhnt sich schnell daran und dann sind sie nur noch ein Hintergrundgeräusch. Das Elephant Haven ist eins von 3 ethischen Elefantencamps auf Koh Samui. Es gibt noch das Samui Elephant Sanctuary, das 2 Standorte in Phu und einmal in Chaweng Noi hat, und das Elephant Jungle Sanctuary Samui in Menam. Das Samui Elephant Haven liegt in den bewaldeten Hügeln nahe Chaweng Noi. Wir waren 2022 das erste Mal dort und lernten Baby Haven und seine Familie kennen. Damals hat mir der Inhaber des Camps alle Fragen geduldig beantwortet und die Geschichte der Einrichtung erzählt, während wir die heißgeliebten Reisbällchen für die Elefanten vorbereitet haben. Ethische Elefantencamps sind im Grunde Reha-Kliniken mit Langzeitwohnen für Tiere, die jahrzehntelang für Touristen oder in der Holzarbeit ausgebeutet wurden. Statt sie weiter arbeiten zu lassen, schaffen diese Camps sichere Flächen, auf denen die Tiere wieder Elefant sein dürfen. Frei fressen, baden, sich aus dem Weg gehen, Freundschaften schließen, ohne permanenten Menschenkontakt. Gleichzeitig finanzieren sie ihren Unterhalt über Besucher, die nicht reiten oder baden wollen, sondern beobachten und lernen. Reisbällchen machen gehört noch immer zum täglichen Programm und Elefanten lieben ihre Nährstoffbomben. For this tiny thing is called protein bar. Protein bar is made from kwai and soybean. The protein bar for their energy. This grass is called Napier grass. Napier grass, you guys have seen them before, like the long grass. It's the same grass because it's the main food for our elephant. It contains a lot of protein inside. For the right is to cool down their body. So kommt man ihnen ganz nah und macht sie sichtbar glücklich. Ein erwachsener asiatischer Elefant frisst locker bis zu 200 Kilogramm am Tag. Sie verbringen oft bis zu 20 Stunden am Tag mit der Nahrungsaufnahme. Dazu trinken sie ungefähr 80 bis 200 Liter Wasser am Tag. Ihr Körper verwertet das Futter nicht besonders effizient, deshalb kommt ein großer Teil auch wieder raus. Elefantendung riecht aber nicht so wie Pferdeäpfel, er wird relativ unspektakulär wieder ausgeschieden. In Chiang Mai haben wir mal den Elephant Phu Paper Park besucht. Das ist übrigens auch ein richtig schöner interaktiver Ausflug mit Kindern. Dort lernt man vor Ort, wie Papier aus Elefantendung hergestellt wird. Unsere Jungs haben damals richtig viel Spaß bei der Herstellung des Phu Paper gehabt und ihren eigenen Erinnerungsstücken. Elefanten gibt es vor Ort aber nicht. Das ist übrigens ein echt tolles thailändisches Mitbringsel und keine Massenware. Auch in Chiang Mai sollte man bei Aktivitäten mit Elefanten genau hinschauen. Auch wenn die Region als Vorreiter für ethische Camps gilt, werden Tiere dort vielerorts noch für Kontakt mit Café- oder Hotelgästen instrumentalisiert. Achte deshalb immer auf die Kriterien eines echten ethischen Camps.
Eine besondere Freude für die Elefanten im Haven Samui ist auch der regelmäßige Cake Smash, bei dem sie Obsttorten genießen können, die jeder aus aller Welt online über die Website mit einer persönlichen Botschaft buchen kann. Oder das Team gestaltet einfach etwas Schönes für dich. Man bekommt dann ein Video zugesendet, wie die Elefanten die bestellte Torte genießen. Schmatzende Elefanten sind einfach total süß. Land, Wasser, Futter, Mitarbeiter, Tierärzte, all das kostet. Jeder Besuch und jede Bestellung ist ein direkter Beitrag zur Finanzierung. Haven ist übrigens das erste und bisher einzige Elefantenkalb, das dort geboren wurde. Seine Mutter Sombun kam bereits trächtig ins Sanctuary, ohne dass jemand was davon wusste. Er war eine süße Überraschung und trägt daher natürlich den Namen des Camps. Im Hintergrund kann man das Wild Cottage Elephant Sanctuary Resort mit dem direkten Blick auf die Elefanten sehen. Eine Nacht in einem dieser Luxusvillen steht noch auf meiner Bucketlist. Direkt neben dem Camp liegt das neue Haven Elephant Café. Ein Instagram-Traum mit gutem Essen, guten Drinks und einem Blick auf glückliche Elefanten. Dass das Café selbst wunderschön wie ein verzauberter Dschungel angelegt ist fast Nebensache. Überall findet man liebevoll gestaltete Details. Man kann praktisch stundenlang hier sitzen und die Umgebung genießen und natürlich auch die Elefanten beobachten. Und wenn du mal wilde Elefanten sehen willst, hast du bei Hua Hin gute Chancen. Im nächsten Video geht es nach Kui Buri in Prachuap Khiri Khan, etwa 4,5 Stunden vom Flughafen Bangkok entfernt, wo Thailands wilde Elefanten frei durch den Nationalpark streifen.